We keep going and we will never get tired. Wir werden weiterfahren und nie müde werden dabei. Neither will you. Ich hoffe, ihr auch nicht. So we've already talked about the revelation gift. Wir haben nun schon über die Gaben der Offenbarung gesprochen. Let's talk a little bit about the other three gifts, the power gift, Lass uns nun über die anderen drei Gaben sprechen, über die Kraftgaben. the gift of healing and miracles. Glaube, Gabe der Heilung und die Wirkung von Wunderkräften. Called it an entire teaching course about faith Und ich habe einen ganzen Kurs über den Glauben aufgezeichnet. and life changing. Kraftvoll und lebensverändernd. I don't remember, but maybe 20 hours of teaching. Und ich weiß nicht mehr genau, wie lange er ist, aber sicher etwa 20 Stunden Lehre. Mit einem Arbeitsbuch und allem. But I want you to understand that when the Bible talks about the gift of faith or the manifestation of the spirit of faith, Aber ich möchte, dass du verstehst, dass wenn die Bibel über die Gabe des Glaubens oder die Manifestierung vom Geist des Glaubens spricht, dann sind das zwei verschiedene Dinge. you know, a lot of people say to me, "Oh, Reinhard, you have the gift of faith." Weißt du, viele Leute sagen mir, oh Reinhard, du hast die Gabe des Glaubens. Well, no, I've just learned to live by ridiculously radical faith. Und ich sage ihnen, nein, ich habe nur gelernt, mit einem lächerlichen, radikalen Glauben zu leben. But I want you to understand something about the gift of the Spirit. Aber ich möchte, dass ihr etwas über die Gaben des Heiligen Geistes im Generellen verstehen könnt. Then we talk about the three powers. Und dann werden wir über die Kraftgaben reden. The gifts of the Spirit, they are not permanent in one person to use whenever that person would like. Die Gaben des Heiligen Geistes sind nicht die ganze Zeit in einer Person, sodass die Person sie immer brauchen kann, wenn sie möchte. Holy Spirit gives them as He wants to give according to the need in the body. Aber der Heilige Geist gibt diese, wie er sie geben möchte, nach den Bedürfnissen des Leibes. That doesn't mean that we don't have a responsibility. Und das heißt nicht, dass wir keine Verantwortung haben. Our responsibility is to desperately want them to reach out for them and to desire them. Otherwise, they will not be released. Unsere Verantwortung ist es, diese Gabe leidenschaftlich zu wollen, nach ihr zu streben und uns nach ihr zu sehnen. Sonst wird sie nicht in uns freigesetzt werden. So, yes, of course, you have a responsibility. That means to be desperate, to burn, to desire, and to want. Ja, natürlich hast du eine Verantwortung. Das bedeutet, leidenschaftlich zu sein, zu brennen und zu wollen. If you don't do that, don't ever expect the gift of the Spirit to flow through you. Wenn du das nicht tust und bist, dann erwarte niemals die Gabe des Heiligen Geistes durch dich fließen zu sehen. Nachdem ich das gesagt habe, It doesn't mean that once you work in a gift of the Spirit, you can just go anywhere you want to and have that manifest. muss ich noch sagen, dass das nicht bedeutet, dass wenn du einmal in der Gabe des Heiligen Geistes fließt, dass du irgendwo hingehst und das automatisch in dir manifestiert ist. Important to understand. Wieso ist das so wichtig zu verstehen? Because, you know, I've seen thousands of healings and miracles. Weil, wisst ihr, ich habe schon Tausende von Heilungen und Wunder gesehen. People say, Und was sagen die Leute? oh, Reinhard has the gift of healing. Oh wow, Reinhard hat die Gabe der Heilung. If that's how it would work, do you really think I would sit in my office and record devotional? Wenn das so wäre, glaubt ihr wirklich, dass ich da im Büro sitzen würde und Andachten aufnehmen würde? Never. Sicher nicht. I would go around and empty every single hospital that there is. Ich würde umhergehen und jeden einzelnen Spital leeren, den es gibt. But the gifts of the Spirit are not something that's permanently, habitually residing in you. Aber die Gaben des Heiligen Geistes sind nicht etwas, das immer stetig in dir ruht. That's something that is released as you learn to cry out to God and desire God and seek God. Aber das ist etwas, was freigesetzt wird, währenddem dass du leidenschaftlich Gott suchst. And that's the same thing with all of them. Und das ist das Gleiche mit all den Gaben, die es gibt. So there is a huge difference between faith that you learn to live by that grows as you use it in difficult moments. Und da gibt es einen großen Unterschied zwischen dem Glauben, den du lernst zu leben, indem du ihn anwendest in schwierigen Zeiten. Is to naturally learn to live by. Und jeder Christ sollte in diesem Glauben zu lernen zu leben. And the gift of faith. Und die Gabe des Glaubens. What's the difference between that faith that everybody needs to live by, work by, walk by, and the actual gift? Und was ist der Unterschied zwischen diesem Glauben, in dem jeder gehen sollte, wandeln sollte, und die Gabe des Glaubens? The faith, Die Gabe des Glaubens just like any others of the gifts of the Spirit. ist wie jede andere Gabe des Heiligen Geistes. These gifts are released to you for the purpose of the body at a specific moment and is not permanently dwelling. Diese Gabe ist freigesetzt für den Leib in spezifischen Situationen und ist nicht etwas, das immer in dir ist.
That does never release you from the responsibility to live by faith. Und das befreit dich nie von der Verantwortung, im Glauben zu leben. So I will give you an example. Also ich möchte euch ein Beispiel geben. I live by faith, and that's something I pursue always. Ich lebe im Glauben und das ist etwas, was ich immer nachjage. I was in Bible school in 83. Aber als ich im 83 in der Bibelschule war, My really good friends got very sick. einer meiner sehr guten Freunde wurde sehr krank. And he was there in the bed, and he couldn't go to class. Und er war dort in seinem Bett, er konnte nicht die Schule besuchen. No, the teachers went and prayed for him. Und die Lehrer gingen und haben für ihn gebetet. Nothing happened. Und nichts ist passiert. And it was really interesting. Und es war sehr interessant. Like the students prayed for him, the teachers prayed for him. You know, everybody was praying for him, but he did not get. Weil die Studenten haben für ihn gebetet, die Lehrer haben für ihn gebetet, aber er wurde nicht gesund. Even in Bible school, I was really desperate. Like 38 years ago, I was desperate to pursue the supernatural. Und schon in dieser Bibelschule sehnte ich mich nach dem Übernatürlichen. And I remember I was walking in the room simply just to go and talk to him, just to hang out. Und ich erinnere mich, ich ging da ins Zimmer und ich wollte nur mit ihm reden, Zeit mit ihm verbringen. Walked in the room, the gift of faith was released in my heart, just like it would be the gift of prayer. Aber in dem Moment, als ich den Raum betrat, wurde diese Gabe des Glaubens freigesetzt, wie die Gabe der Prophezeiung freigesetzt werden kann. 1000% assurance that this guy is healed. The moment I pray. Und ich wusste in diesem Moment 1000% sicher, dass dieser Freund geheilt werden würde, wenn ich für ihn bete. It's really hard to describe. It was this supernatural faith just being released. Und es ist schwierig zu erklären, aber es ist dieser übernatürliche Glauben, der in mir freigesetzt wurde. And he already said that he wouldn't believe that he would get healed because everybody prayed for him and nothing happened. Und er hat schon gesagt, ich glaube nicht daran, dass ich geheilt werde, weil schon alle haben für mich gebetet. I mean, he wasn't deadly sick. Und er war nicht todkrank. He just had a really. Er hatte einfach eine richtig schwere Grippe. So he's already accepted that he's going to be sick and he's going to be out. Also er hat das schon akzeptiert, dass er jetzt halt krank ist und für eine Woche fehlen würde. I walked in the room and I had the gift of faith. Und als ich da in dieses Zimmer kam, hatte ich diese Gabe des Glaubens freigesetzt und ich schaute ihn an. And I said, David. Und ich sagte, Derry, Be healed. sei gesund. And und er war sofort gesund. See, nothing could shake my faith in that moment because it was the gift of faith that was released. Und schaut, nichts konnte den Glauben in diesem Moment erschüttern, weil das war eine Gabe des Glaubens in dem Moment. Our gift of faith. Und das ist die Kraft der Gabe des Glaubens. Over that money. Wunderbar, wenn sie sich manifestiert. Remember, that never stops you from living a radical life of faith. Erinnere dich daran, nie aufzuhören, dich nach dem auszustrecken, nach dieser radikalen Glauben. Wir sehen uns morgen.